ganz herzlich die Feier der Göttlichen Liturgie an dem Fest des Synaxe der heiligen Apostel, ein Tag nach dem großen Fest von Petrus und Paulus, die Apostel Koryphäen. Und jetzt feiern wir die gesamte Schar der Apostel. Und für uns in Salzburg ist ganz besonders, denn wir feiern heute auch das Gedächtnis unserer heiligen Mutter Erentrudis von Nonnberg, Landesmutter von Salzburg. Ein großer Heiliger, ein Heiliger, der aus der Zeit, als noch Rom und Konstantinopel in Gemeinschaft waren. Eine große universelle Gestalt. Und Heilige dürfen wir auch zusätzlich zu den heiligen Aposteln heute kommemorieren. Ein großer Schatz unseres Landes und ganz besonders für all jene, die verbunden sind mit der benediktinischen Tradition, ein wichtiger Heiliger der deutschsprachigen Raum. Gott seine Sünde gnädig und erbarmlich meine. Gott seine Sünde gnädig und erbarmlich meine. Gott seine Sünde gnädig und erbarmlich meine. Himmlischer König, Tröster, Geist der Wahrheit, der du überall bist und alles erfüllst, Schatzkammer der guten Gaben, Spende des Lebens, komm in den Wohnung in uns, reinige uns von den Gemachten, rette und gute unsere Seelen. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Hör auf meine Lippen, auf das mein Mund, deinen Ruhm verkünde. Gepriesen sei das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. O himmlischen Frieden und das Heil unserer Seelen, lass uns beten zum Herrn. O die Frieden der ganzen Welt und das Wohl der heiligen Kirche Gottes und die Einheit aller, lass uns beten zum Herrn. Wenn dieses heilige Haus und alle Christen Glaube und Fröhlichkeit Gottes vorbesuchen, lass uns beten zum Herrn. Für unseren heiligen Vater Franziskus, den Papst von Rom, unseren seligen Patriarchen, Sviatoslav von Kiew-Hallet, unseren hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, unseren hochgeweihten Erzbischof Franz von Salzburg, unseren gottgeliebten Bischof Hans-Jörg, die ehrwürdige Priesterschaft, den Diakon in Christus, den gesamten Klerus und alle Gläubigen, lasst uns beten zum Herrn. Unser Volk und Vaterland und alle, die es regieren, geschossen und in dienen, lasst uns beten zum Herrn. Diese Stadt für jeden Staat, in jedem Ort, die Gott in darin wohnen, lasst uns beten zum Herrn. Zeiten, lasst uns beten zum Herrn. Für die Reisenden, für die Kranken, die allein, die Gefangenen, Verschleppten, für die heute Sterbenden, ihre Errettung, lasst uns beten zum Herrn. Für Englismen, lasst uns beten zum Herrn. Unsere heiligen, allein, hochgeloffenen, heiligen Herrin, der Gottesgelehrerin und immerwährenden Jungfrau Maria mit allen Heiligen gedenken, wollen wir uns selbst und einander unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Denn dir gebührt aller Ruhm, alle Ehren, Anbetung, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gut ist es, den Herrn zu preisen, deinen Namen höchster zu besingen, auf die Fürbitte der Gottesgebärin, zu künden frühmorgens deine Huld, deine Treue in den Nächten, auf die Fürbitte der Gottesgebärin, rette
unser ganzes Leben, Christus, unseren Gott, überliefern. Denn dein ist die Macht und das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer noch und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr ist König, er hat sich in Herrlichkeit gekleidet. In Macht hat der Herr sich gekleidet und seine Gürtel umgetan. Auf die Bitte deiner Heiligen, rette uns. Er hat den Erdkreis fest gegründet, nie geschieht, dass er wanket. Auf die Fürbitte deiner Heiligen, rette uns. Deine Gesetze sind fest und verlässlich, er deinem Haus gibt mit Heiligkeit für alle Zeiten. Auf die Fürbitte deiner Heiligen, rette uns. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Du einzig geborener Sohn und Wort Gottes Unsterblicher, der du freiwillig unseres Heiles willen wolltest Fleisch annehmen aus der heiligen Gottesgebärerin und immer während Jungfrau Maria. Ohne dich zu verändern, wurdest du Mensch und gekreuzigt Christus unser Gott. Hast du im Tod den Tod bezwungen, du einer der heiligsten Dreifaltigkeit, gleich verherrlicht mit dem Vater und dem Heiligen Geiste. Errette uns. Wieder lasst uns empfehlen, beten zum Herrn. Stehe bei Kyrie und erbarme dich, o Wacke, unser Gott, in deiner Gnade. Unsere heiligen Arbeit, den hochgelobten, ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin, der bewährten Jungfrau Maria, und allen Heiligen gedenken, selbst und einander unser ganzes Leben, Christus, unseren Gott, überliefern. dir, o Der ein gütiger, liebender Gott bist du, und hier sind wir uns im Lobpreis in Ruhe, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und immer noch und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kommt, lasst uns jubeln dem Herrn, jauchzen Gott unserem Erlöser. Und dabei deinen Heiligen, wie wir dir singen, Halleluja. Vor ihm mit Dank, jauchzet ihm mit Harfen, rette uns, Sohn Gottes, wunderbar seinen Heiligen, die wir dir singen, Halleluja. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über
dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Leuchten des Glaubens und Säulen unserer Kirche, Apostel gleicher Rupert, der Gottesmutter Diener, des Glaubens Herold Birgit, du guter Hirte der Gläubigen Äbtis in Erentrudis, du treue Braut Christi, ihr heiligen Mönche, Kuniald und Gisela, eure kostbaren Reliquien verehren wir in Glauben und in Liebe. Der Fels Christus verherrlicht, hell strahlend den Felsen des Glaubens, den Auserwählten der Jünger, und mit dem Paulus heut die gesamte 12-zählige Schar. Ihr Gedächtnis begehen wir heute gläubig und verherrlichen den, der sie verherrlicht hat. Jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hilfe der Christen nie vergeblich, Mitleid beim Schöpfer unwandelbar, verschmählich der Sünder Stimme. Konfirmier uns zuvor mit deiner Hilfe, die wir gläubig zu dir rufen. Eile unser Gebet, lauf auf unser Flehen, denn du hilfst immer Gottes Gebärden, denen, die dich ehren. Denn heilig ist unser Gott, und wir sind in den Lobpreis vor, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Agios
Botschaft geht in die ganze Welt hinaus. Ihre Kunde bis an die Enden der Erde. Ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus. Ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Weisheit. Lesung aus dem 1. Korintherbrief. Haben wir Acht. Brüder, ich glaube, Gott hat uns Apostel auf den letzten Platz gestellt, die Todgeweihte. Denn wir sind zum Schauspiel geworden für die Welt, für Engel und Menschen. Wir stehen als Toren da um Christi willen, ihr dagegen Christus. Wir sind schwach, ihr seid stark, ihr seid angesehen, wir sind verachtet. Bis zur Stunde hungern und dürsten wir, gehen in Lumpen, werden mit Fäusten geschlagen und sind heimatlos. Wir plagen uns ab und arbeiten mit eigenen Händen. Wir werden beschimpft und segnen. Wir werden verfolgt und halten stand. Wir werden geschmäht und trösten. Wir sind sozusagen der Abschaum der Welt geworden, verstoßen von allen bis heute. Nicht um euch bloßzustellen schreibe ich das, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu ermahnen. Hättet ihr nämlich auch ungezählte Erzieher in Christus, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden. Darum ermahne ich euch, haltet euch an mein Vorbild. Bitte sei mit dir Vorleserin. Weisheit, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weisheit steht aufrecht, lasst uns das heilige Evangelium hören. Friede sei mit euch allen. Mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Ehre sei dir. Haben wir Acht. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da rief
er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen des 12 Apostels sind an erster Stelle Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthias, der Söhne, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt des Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranken, weckt die Toten auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern und alle, die mit uns beten und diese Liturgie mitfolgen. Heute, ein Tag nach dem großen Fest von Petrus und Paulus, kommemorieren wir die anderen Apostel. Und schon in dieser wunderbaren Lesung aus dem Paulusbrief haben wir gehört über den Los der Apostel. Ja. Ihr Leben war nicht so glorreich im Sinne glorreich in der Welt. Ja. Sie müssten vieles erleiden, vieles ertragen. Und doch sind sie zum geistlichen Vätern geworden für die Menschen, den Christus sie gegeben hat. Und das ist wichtig. Der Aposteldienst, und das so hören wir aus dem Matthäus-Evangelium, ist ein Dienst. Dieses Evangelium, diese Perikopen beginnt so schön mit Jesus hatte Mitleid mit den vielen Menschen, die waren wie Schafe ohne Hirten. Und so Jesus rief seine Jünger und gab sie Vollmacht, Kranken zu heilen, unreinen Geistern auszutreiben. Und warum? Nicht, um sie zu Superhelden oder Superstars zu machen. Nicht, dass sie sich 1000 Likes auf Facebook und Social Media. Nein. Er sah die Menschen an, die ermattet waren, müde, erschöpft, geplagt und in Mitleid. Er stattet seinen Aposteln aus mit dem Dienst. Die Sorge für die Kirche. Und diese Sorge und diese Liebe für den Menschen ist das Fundament der Apostel. Und nicht irgendwas anderes. Nicht eine Bestrebung nach Macht, Wichtigkeit, hohes Ansehen bei den Menschen, nein. Sondern sie sind nicht nur Jünger. Das heißt, ein Jünger ist jemand, der lernt voneinander. Sie sind Gesandte. Apostolen in Griechisch heißt also zu senden.
Sie sind gesandt für dieses müde, erschöpftes Volk. Sie sind gesandt, um neues Leben zu diesem Volk zu bringen. Nämlich, dass das Reich Gottes vorhanden ist. Nicht der Reich der Menschen. Und ich habe manchmal, entschuldige, dass ich das so vielleicht plakativ sage, aber manchmal den Eindruck, dass in der Kirche, wir können uns sehr schnell beschäftigen mit Kundenbetreuung. Ja, nicht die Menschen ärgern, ja, nicht das, ja, alles so das Status Quo bewahren, dass wir ja nicht noch wieder 300.000 Leute austreten sehen aus der Kirche. Aber das ist nicht die Sendung der Apostel. Die Sendung der Apostel ist, tröste mein Volk, wie Gott in Jesaja spricht. Und was ist diese Tröstung? Diese Tröstung, liebe Freunde, ist nicht eine psychologische Tröstung. Sie ist ein ontologisches Trost. Das heißt, Christus und keiner als Christus will das ermüdete Volk, das leidende Volk erquicken. Und wie? Er will den unreinen Geistern austreiben. Ja, die unreinen Geister der Faulheit, der unreinen Geister der Häresie, der unreinen Geister des Evangeliums der Wohlstand. Er will uns zurückbringen, aufrütteln und zu sich bringen. Er, der Quelle des Lebens. Auf unserem Altar steht zurzeit eine kleine Ikone, die wartet auf die Ikonensegnung von Christus. Eine sehr arme Kopie der Pantokrator-Ikone in dem Kloster des heiligen Johannes des Vorläufers in England, wo drauf steht eine wunderschöne Zitat aus dem Johannesevangelium. Where I am, there shall also my servant be. Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und das ist es. Das Los der Aposteln, der wahren Aposteln, ist beim Herrn zu sein. An sein Herz zu ruhen. Und wenn wir den Aposteln schauen, den Herrn gerufen hat, ihm nachgefolgt haben, alle der heiligen Aposteln, also mit der Ausnahme des Johannes, sind als Märtyrer gestorben. Aber sie haben diese Botschaft von den Herzen des Herrn empfangen und sie haben es an den Menschen gegeben. Und sie haben auf sich sind hineingegangen in das Mysterium des Leidens und des Todes Jesu in ihre eigene Hingabe, außer Johannes, den Evangelisten. Und so an diesem Tag wollen wir ganz besonders beten, liebe Freunde, für die Kirche in unserer Breite, dass wir aufgerüttelt werden, dass wir nicht nach einem Status Quo streben, sondern wirklich nach Jesus Christus, der Herr, der uns ruft in seine Nachfolge, der uns heilen will, der uns hinaus ins Weite führen möchte, in der Weite. Wir wollen beten, dass Gott in uns, die wir hier versammelt sind, dass er uns erfüllt mit einer starken Sehnsucht nach Heiligkeit, eine starke Sehnsucht nach Jesus, nach das Leben im Herzen des heiligen Dreifaltigkeit. Denn auch wir, vielleicht unsere Sehnsucht ist noch zu klein, aber irgendwas schreit in uns. Ich will da sein, wo er ist. Und das ist es. Heute, wir feiern das Gedächtnis unserer frommen, gotttragenden Mutter, Erentrudis von Nonnberg. Ja, die Nichte des großen heiligen Rupertus, den heiligen apostelgleichen Rupertus, den ersten Bischof von Salzburg. Diese heilige Frau, die ersten Äbtissen, die sind so heilige Orte in unserer Stadt. Sie lebte ein Leben des Gebetes und der Askese. Wir singen in der byzantinischen Liturgie, durch die Bäche deiner Träne hast du die dürre Wüste zu blühen gebracht.
durch dein Leiden hundertfältige Frucht für manche monastischen Heiligen. Und das können wir wohl von Erentrudis von Nonnberg sagen. Durch die Bäche ihrer Tränen hat sie dieses Land zu blühen gebracht. Sie ist wahrhaft im Geist des Herrn, die Mutter unseres Landes ist. Die Nonnberger Abtei, die sie gegründet hat, wo sie die erste Äbtissin war, sie besteht bis heute und ist ein kraftvoller Ort des geistigen Lebens in unserer Diözese, aber auch in unserer ganzen Region. Sie ist eine der ältesten Klöster der Welt mit einer durchlaufenden Geschichte. Die heilige Erentrudis starb im Jahr 718, vor fast, ja, jetzt ist das 1302 Jahre. Und seitdem läuft dieses Kloster ohne Unterbrechung. Selbst in die finstersten Stunden des Faschismus ist dieses Kloster nicht geschlossen worden. Und so wollen wir in dieser Liturgie ganz fest beten für eine Erneuerung unserer Kirche in Salzburg, unserer Kirche in der Welt, eine Erneuerung des monastischen Lebens, auch in unserer Welt, auf die Fürsprache der heiligen Erentrudis, besonders unsere Schwester nach dem Nonnberg, die auch eine ganz besondere Berufung empfindet, für die Einheit der Kirche zu beten. Denn ihr Kloster stammte aus der Zeit, als nach Rom und Konstantinopel gemeinsam waren in der eucharistischen Einheit. Möge Gott so bald wie möglich diese Einheit wiederherstellen und möge, dass wir alle auf dem Weg dorthin sind, wo er ist. Denn wo ich bin, da wird auch mein Diener sein, so spricht Jesus. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Lasst uns alle aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, lasst uns sprechen. Kyrie eleison. Unser Erbarmen Kyrie eleison. Erbarmen uns, o Gott, in deiner großen Barmherzigkeit, wir bitten dich, erhöre unser Erbarmen. Kyrie eleison. Kyrie Lass uns auch eleison. beten für unseren heiligen Vater, diesen Christoph von Wien, unseren hochgeweihten Erzbischof Franz von Salzburg, unseren hochgeliebten Bischof Hans-Jürgen, und für jene, die diesen Gotteshaus dienen, dienen für unsere geistigen Väter, für all unsere Brüder und Schwestern in Christus. Kyrie eleison. Lass uns auch beten für unsere Brüder, die Priester, Mönchspriester, Diakone, sowie für alle Mönche, Moniales und den ganzen Herrenrum. Kyrie eleison. Lass uns auch beten für unser Vaterland, für alle, die es regieren, die es beschützen und dienen. Lass auch beten für die Stifter und Wohltäter dieses heiligen Hauses, so wie für alle von uns Gegangenen, Väter, Mütter, Brüder, Schwestern und Kinder, und lasst uns alle sprechen. Kyrie Lass uns auch beten für alle, die deine heilige Kirche wohltaten erweisen, für alle, die vor dir dienen und dienten, für die Sänger, für die Anwesenden, für alle gläubigen Christen, die von dir das große Reich Erbarmen erwarten. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Denn ein gnädiger Gott, ein menschenliebender Gott bist du, und dir sind großen Lobpreis empor, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir aber Gläubigen, lass uns wieder in ihren Frieden beten zum Herrn. Kyrie eleison. Der bei erbarmelig und wake, unser Gott, in deiner Gnade. Kyrie eleison. Weisheit, dir gebührt alle Ruhm und Ehren, Anbetung, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wieder lass uns den Frieden beten zum Herrn. Kyrie eleison. Steh bei erbarmelig und wake, großer Gott, in deiner Gnade. Kyrie eleison. Weisheit. Auf das wir von deiner Magd alle Zeit behütete den Lobgesang impulsenden, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun unseres heiligen Vaters, Franziskus des Papstes von Rom, unseres seligen Patriarchen Sviatoslav von Kiew-Halych, unseres hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, Ordinarius für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich, unseres hochgeweihten Erzbischofs Franz von Salzburg,
Unseres gottgeliebten Bischofs Hans-Jörg, die völlige Priesterschaft, den Diakon und den Christus, unseres Volkes, alle Mönche, Monialen unseres Volkes und Vaterlandes und alle, die es regieren, es beschützen und ihm dienen, alle in der Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben den schlafenden Rechtgläubigen Christen, der edle Stifter und Wohltäter dieses heiligen Hauses, und euer alle rechtgläubigen Christen, gedenke Gott der Herrn sein Reich, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass uns wollen unser Gebet vor den Herrn. Und für die gebereiteten kostbaren Gaben, lass uns beten zum Herrn. Für dieses heilige Haus, für alle, die es mit Glauben für die Heiligen Gottesmund besuchen, lass uns beten zum Herrn. Für uns bewahre vor aller Trübsal, vor Zorn und Bedrängnis, und lass uns beten zum Herrn. Heiligen Anreinen, hochgelobten, umreichen Herrin, der Gottes gewähre ihnen immer werden, Jungfrau Maria, und an heiligen Gedenken wollen wir uns selbst und einander unser ganzes Leben, Christus unseren Gott überliefern. Durch das Erbarmen deines eingeborenen Sohnes, mit dem du gepriesen bist, an deiner heiligen, gütigen, lebensspendenden Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Friede sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Lasst uns einander lieben, auch dass wir in Eintracht bekennen. Den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, die Wesenseine und ungeteilte Dreifaltigkeit. Die Türen in Weisheit lassen uns acht haben. Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, der vom Vater ausgeht vor aller Zeit, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel herabgestiegen. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus Maria der Jungfrau und ist Mensch geworden. Gekreuzigt wurde er sogar für uns. Unter Pontius Pilatus hat er gelitten und ist begraben worden. Und ist auferstanden am dritten Tage gemäß der Schrift. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, Gericht zu halten über Lebende und Tote. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Und an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater ausgeht. Er wird mit dem Vater und dem Sohn zugleich und
und verherrlicht. Er hat gesprochen durch die Propheten und an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. Lasst uns geziemend und ehrfurchtsvoll stehen. Haben wir Acht, dass wir das heilige Opfer in Frieden darbringen. Die Gabe des Friedens, das Opfer des Lobes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit deinem Geist Erheben wir die Herzen. Lasst uns Dank sagen dem Herrn. Es ist würdig und recht, dass sie in diesem Preis und diesem Lob und die Dank zu sagen, in jedem Ort deine Herrschaft und mit der Unersprechliche. Und begreiflich in uns fassbar Gott. In Ewigkeit bleibst du und bleibst unverändert. Du dein eingeborenen Sohn und den Heiligen Geist. Lass uns aus dem nächsten Dasein gerufen und uns nach unserem Fallen aufnehmen. Sie auf alles zu tun und uns in Leben zu führen und uns dein künftiges Reich zu schenken. Für alles danke wir dir, deinen eingeborenen Sohn, für deinen Heiligen Geist, für alle unsere erwiesenen Wohltaten, die uns bekannten und unbekannten. Wir sagen auch Dank für diesen Heiligen, die geben, die umgeben, die das Siegeslied singen, jauchzen, rufen und sprechen. Heilsplan unsere Willen erfüllt in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, oder vielmehr sich selber auslieferte für das Leben der Welt, nahm er Brot in seine heiligen, reinen, makellosen Hände, indem er sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, zur Vergebung der Sünden. Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Eingelegt hast du dieses heilbringenden Auftrags des Erlösers und an dessen, was für uns geschehen ist. Des Kreuzes, des Grabes, der Auferstehung am dritten Tag, der Himmelfahrt, des Sitzens zur Rechten, des weiten, glorreichen Wiederkehr. Bringen wir dir das Deinige von den Heiligen in allem und für alle.
Blut deines Christus, sie verwandeln durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Da wir diesen Heiligen Gaben erwähnen, die empfangen in Nüchternheit, dass ihr die Reichs verzeihen der Sünden sind, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das Gefühl des Menschen Reiches, Vertrauen auf dich, und nichts und Gerichtes zu benamen, dass wir diesen Heiligen geistigen Opfer, den es auch für jeden Laden uns im Glauben ausgeben haben, dass wir unsere Vorväter, Väter, Patriarchen, Propheten, Apostel, für Könige, Evangelisten, Herrscher, die können uns geben, für jede Gerechte, im Glauben verstehen müssen. Insbesondere gedenke ich unseren Heiligen, bei reinen und überleitenden umreichen Herrin, der Gottesgebärerin und überwältigenden Jungfrau Maria. Unseres seligen Patriarchen, Erzbischof und Kiew-Pavlic, unseres hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, unseres hochgeweihten Erzbischofs Franz von Salzburg, erhalte sie deine heiligen Kirche, in Frieden, Wohlergehen, ihre Gesundheit, lange Leben, in der rechten Verwaltung des Wortes deiner Wahrheit, und all derer, die in ihren Sinne hat. Und alle und jedes Einzelne. Lass uns ein gütig bewohnten Herzen an alle für die wunderbaren Namen preisen und besingen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es sei das Erbarmen unseres großen Gottes und Erlösers, Jesus Christus, mit euch allen. Und mit deinem Nach die alle Heiligen gedacht haben, lass uns wieder in Frieden beten zum Herrn. Kyrie Die kostbaren Gaben, lass uns beten zum Herrn. Lass uns wünschen, lieber Gott, sie annehmen aus seinen heiligen himmlischen geistigen Altarzen. Durch den geistigen Wohlgeruch uns dafür seine göttliche Gnade, die Gabe des Heiligen Geistes herabsende. Lasst uns beten zum Herrn. Lass uns bewahre vor aller Trübsal, Verzorn und Bedrängnis. Lasst uns beten zum Herrn. Ihr Feier, der wahrhaftig und wahre unser Gott in deiner Gnade. Dass du heute getauft und unendlich friedvoll und Sünde sei, lass uns erflehen vom Herrn. Eine Lebensfrieden seinen schönen, treuen Führer von Seelen Leib, lass uns erflehen vom Herrn. Verzeihung lass uns unsere Verfehlungen, lass uns erflehen vom Herrn. Alles, was gut ist und alles auch für unsere Seelen, und was wir die jetzige Zeit unseres Lebens erfüllen und Umkehr vollenden, lass uns erflehen vom Herrn. Wir flehen die Einheit des Glaubens und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, womit wir uns selbst und einander in unser ganzes Leben, Christus, unseren Gott, überliefern. Und würdige uns gebieten und vertrauen in unverurteilt
Ziels, als Vater anrufen und sprechen zu dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer noch und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Friede sei mit euch allen. Mit deinem Neigt Geist. euer Haupt vor dem Herrn. Durch die Gnade des Erbarmen, die Menschen Liebe deines eingeborenen Sohnes, mit dem du gepriesen bist von den allheiligen, gütigen, lebensspendenden Geist, die jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Haben wir Gott, das Heilige, den Heiligen. Einer ist heilig, einer der Herr, Jesus Christus, in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen. Ewig denkt man an den Gerechten, fürchtet sich nicht vor Verleumdung. Ich glaube, o Herr, und bekenne, dass du in Wahrheit Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu erlösen, unter denen ich der Erste bin. Lass mich heute teilnehmen, o Sohn Gottes, an deinem mystischen Gastmahl. Ich will deine Mysterien nicht den Feinden verraten, dir auch keinen Kuss geben wie Judas, sondern wie der Schächer bekenne ich vor dir. Gedenke meiner, o Herr, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke meiner Gebieter, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke meiner Heiliger, wenn du in dein Reich kommst. Nicht zum Gericht oder zur Verdammnis möge mir die Teilnahme an deinen Mysterien gereichen, sondern zur Heilung der Seele und des Leibes. Gott sei mir armen Sünder gnädig. Gott, verzeih mir meine Sünden und erbarme dich meiner. Ohne Zahl habe ich gesündigt. Herr, verzeihe mir.
Ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus. Ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Christi Leib kostet den Quell der Unsterblichkeit. Mit Gottesfurcht, Glaube und Liebe tretet herzu. Gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn. Gott ist der Herr und ist uns erschienen. Erentrudis. Rette, o Gott, dein Volk und segne dein Erbe. Gesehen haben wir das wahre Licht, Geist vom
Dieses ist unser Gott. Alle Zeit, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Erfüllte unser Mund von deinem Lobe, denn du hast uns gewürdigt, an deinen heiligen, unsterblichen und reinen Geheimnissen teilzunehmen. Bewahre uns in deiner Heiligkeit, damit wir deine Ehre besingen und den ganzen Tag deine Gerechtigkeit betrachten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Stehe nun aufrecht, wir haben empfangen die göttlichen, heiligen und sterblichen, reinen Geheimnisse Christi. Nun lasst uns würdig Dank sagen dem Herrn. Kyrie eleison. Stehe bei, erhöht, erbarme dich und wach über unser Gott in deiner Gnade. Kyrie eleison. Wir flehen, dass der ganze Tag vollkommen heilig, friedvoll und wir selbst und einander das ein ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Denn du bist unsere Heiligung in Jesus, und wir unseren Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. Gehen wir in Frieden. Im Namen des Herrn. Lass uns beten zum Herrn. Herr, du segnest dir die Preise und heiligst die auf dich vertrauen, rette dein Volk und segne dein Erbe. Bewahre die Fülle deiner Kirche und heilige alle, die da lieben, die Syrte deines Hauses. In deine göttliche Macht verherrliche sie, verlass uns die, die auf dich hoffen. Gib Frieden in deine Welt, in die Kirche, den Priestern, den Regierenden, dem Herrn und dem ganzen Volke. Denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk ist von oben. Kommt herab von dir, dem Vater der Lichter, dir sind wir ein Lobpreis, Danksagung und Anbetung. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus, unser wahrer Gott, und die Fürsprache seiner reinen Mutter, der heiligen, glorreichen, allverehrten Aposteln, deren Synaxe wir heute begehen, unseres Vaters unter den Heiligen, Nikolaus, Erzbischof von Myrenikien, unsere heilige Mutter Maria von Ägypten, unseres seligen Vater, Clementi des Abtes in Maria des Schlafenskloster von Oniv, die Mitpatrone dieses heiligen Hauses, unsere heiligen, gotttragenden Mutter, Erentrudis von Nonnberg, Landesmutter von Salzburg, deren Gedächtnis wir heute begehen, unseres Vaters unter den heiligen Johannes Chrysostomus, Erzbischofs und Patriarchen von Konstantinopel,
der heiligen gerechten Gottes an den Joachim und Anna und alle Heiligen erbarme sich und errette uns, und er ist gütig und menschenlieb. Zum Schluss singen wir die Megalodanarion zu den heiligen Erentrudis. Heilige Erentrudis, du Gottes Brot, jauchze und frohlocken, die du lebst für Gott, steh allen Seelen bei dir, o Jungfrau, folgen, dass sie mit Gottes Nahen das ewige Ziel erreichen. O du Kirche, Salzburg, freue dich, denn wir ehren heute Erentrudis, Christi Braut, treu und rein, im Leben war sie die kluge Jungfrau, wachen und beten, warten auf den Bräutigam. Gottes Erbarmen, schenke, o Herr, viele gesegneten Jahren, die Benediktinerin auf den Nonnberg, und erhalte sie auf viele ungesegnete Jahre. Wir wünschen allen an diesem Tag, der einen der Namen der 12 Apostel trägt, viele gesegnete, glückliche Jahre und alle in die benediktinische Familie, denn die heilige Erentrudis, ihr Kloster folgt den Typikon, die Regel des heiligen Benedikts. Und so damit sind wir auch als Oblaten, ich persönlich, verbunden mit dieser großen Tradition der Westkirche. Und so beten wir für alle Mönche, Monialen auf der ganzen Erde rund, dass auf ihre Fürsprache, dass das Mönchtum erhalten bleibt in unser Kloster in Salzburg und allen Klöstern der ganzen Welt. Amen.